Wir dürfen mal wieder auswärts ran. Heute bei Union Berlin. Wir sind in einer richtig guten Phase. Wir haben bislang alle Spiele in der Liga gewonnen. In der Champions League auch. Da gab es noch ein Spiel gegen Union. Die sind 15. Die stehen unten drin. Die haben nicht so einen guten Saisonstart erwischt. Heißt natürlich nichts. Spielen wieder mit einer Fünferkette. Genau wie Bremen im letzten Spiel. Das hat auch nichts zu heißen. Gegen Union haben wir eigentlich die letzten Spiele ganz gut ausgesehen. Ich glaube auch sowohl mit Münster als auch früher mit Frankfurt haben wir da immer ganz gut ausgesehen. Naja, also. Schauen wir rein. Wäre wichtig, wenn wir heute direkt nachlegen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie sich dieses Spiel hier entwickelt. Erste Chance, Achtung, Union, Furuhashi, aber abseits. Geht schon mal mit viel Spektakel wieder los hier. Das Spiel oder die Spiele gönnen sich hier keine Ruhemomente. Das war knapp abseits, Gott sei Dank. Und deswegen bin ich gespannt, wie heute Union mit der Fünferkette spielt. Ob das genauso ist wie gegen Bremen und wie wir halt spielen. Ob wir genauso spielen. Schnell und direkt nach vorne, Adingra. Mit der ersten Chance, Usun kommt natürlich mit dazu. Usun. Erste Chance auch, also bei uns. Und wir haben nicht mal 10 Minuten gespielt. Da seht ihr schon, wo das Spiel vielleicht hingeht. In welche Richtung. Guck mal, das ist gut abgelaufen. Sehr, sehr schön. Und dann ganz schnell und direkt nach vorne. Wir haben Platz über die Flügel. Fofana. Ekitike in der Mitte. Das ist am Abseits leider. Ist niemand da, habe ich leider zu spät gesehen. Aber Usun, der hat Platz. Der kann zirkeln, aber zu zentral. Bisot im Tor. Finde ich gut. Also die Aufwärmphase haben wir das mal übersprungen hier. Das vorsichtige Abtasten, wie es ja so gerne heißt, die gibt es hier nicht. Aber es gibt die nächste Chance. Adingra! Der wartet fast ein bisschen zu lange. Und er macht das 1-0. Der war nämlich schon fast im Aus. Durch den Regen natürlich. Heute ist der Ball wieder ein bisschen schneller unterwegs. Hier, zack, einmal aufgekommen, zweimal. Dann habe ich gedacht, jetzt musst du irgendwann schießen. Sonst ist er am Tor aus. Und Adingra schießt nicht nur die Tropfen vom Netz, sondern auch uns in Führung. 1-0. Auch sein erstes Tor. Da hat er es jetzt. Endlich. Hat die letzten Spiele schon immer gut gespielt. Viele Chancen rausgespielt. Aber es hat nie gereicht für einen Treffer. Und den hat er jetzt. Und es geht direkt weiter nach vorne. Das Spiel gönnt sich wirklich keine Pause. Es geht hin und her. Ekitike, nächste Chance. Und Union hat jetzt erstmal was zu tun. Adingra, nächste Chance. Wirklich sehr, sehr dominant schon wieder in der Anfangsphase. Und Ekitike aus Spitzenwinkel. Ja, es hätte das zweite sein müssen. Weiß er auch selber. Die Dinger hat er schon gemacht. Und es war sogar schwieriger als der von Adingra. Oder leichter als der von Adingra. Weil er war ein bisschen besser vom Winkel her positioniert. Aber lieber so, als wenn wir die Chance nicht hätten. Sage ich auch immer wieder. Irgendwann gehen die dann auch mal rein, wenn sie mal nicht reingehen. Und wir sind schon wieder vorne. Ey, das ist ein gutes Pressing, auch in diesem Spiel wieder. Bin sehr, sehr begeistert. Wie gut das bislang läuft. Brown, zack, auch wieder Ballgewinn. Und dann geht es wieder schnell nach vorne. Fofana muss eigentlich längst den Weg suchen. Aber der andere Fofana passt gut auf. Und auch Krogmann, dass ihr seht, wie schnell die da sind. Wahnsinn, wie viele Zweikämpfe und wie gut die vor allem in den Zweikämpfen drin sind. Jetzt wieder Adingra, vielleicht eher wieder ähnlicher Winkel und ähnliches Resultat. 2-0. Da fährt er ungebremst seine Schlangenlinien. Wahnsinn. Die Truppe macht einfach Spaß bislang. Vor allem, weil es halt auch funktioniert. Das Pressing, die gehen vorne drauf. Fofana frisst die Gegner auf. Krogmann ist es auch nicht viel schlechter. Dann über die Außen Adingra, Usun in der Mitte, der Wirbler vorne, Ekitike, eiskalter Torschütze. Also ja, ihr merkt schon, zu viel Hochloben oder Hochjubelei. Aber man muss den Moment ausnutzen. Was nützt mir das, wenn es ins 5-Spiel nicht mehr so gut läuft? Es läuft jetzt richtig gut. Aber natürlich auch die Defensive nicht vernachlässigen. Dimitriou ist da. Das kommt halt dann noch mit dazu, ne? Dass der so ein gutes Spiel bislang macht und eine gute Saison. Aber zu 0 kriegen wir es halt auch nie hin. Wir kriegen es auch nie selten zu 0 hin. Ich glaube in der Saison noch gar nicht. Weil halt diese Situationen auch nicht ausbleiben. Der Anschlusstreffer von Union. Und wir haben den eigentlich schon geklärt gehabt. Hier, Dimitriou. Der Ball wurde geblockt und dann kommt er halt zum Gegner. Da kannst du auch manchmal nichts machen. Jorbe Vertessen bringt Union wieder ran.
Aber das versuchen wir sofort wieder zu egalisieren. Wir versuchen jetzt sofort den 2-Tore-Abstand wieder herzustellen. Ekitike, schön gemacht. Usun in der Mitte, da ist er. Oh, Usun. Nicht Fofana, Usun war auch völlig frei. Und das war auch so ein ähnliches Bild wie gegen Bremen. Wir waren auch gut. Wir haben 2-0 geführt. Und dann kam Bremen durch, ja, aus dem Nichts eigentlich auch, zum Anschlusstreffer. Und dann wurde das Spiel nochmal ein bisschen heikel. Jetzt haben wir natürlich noch viel zu spielen. Also wir haben auch noch viele Chancen hier, das Ding auf 3-1 und 4-1 im besten Fall zu stellen. Sehr schön, Union. Die pressen aber blind. Wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ekitike, nächster Schuss. Holt sich den Kopfball. Wahnsinn. Auch der gewinnt so viele Zweikämpfe. Ist so präsent vorne. Und Koopmeiners, der wartet da entspannt. Der hat doch auch einen guten Weitschuss, oder? Zeig mal kurz. Koopmeiners, zu zentral leider. Aber der hat halt einen guten Schuss. Und das ist wichtig. Und wieder Adingra über den Flügel. Schade. Habe ich den Moment des Abspiels verpasst. Dann aber jetzt. Usun. Fofana läuft vorne ein. Ja, schön gemacht. Kommt da ran. Nee. Leider nicht. Und wieder Ball nach vorne. Wieder Ballgewinn. Also mit den langen Abstößen. Da muss sich Union was einfallen lassen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich dürfen sie ruhig so weitermachen. Dann haben wir ja den Ball. Für uns immer gewonnen. Koopmeiners. Und wieder Usun. Da winkt er. Und jetzt belohn dich. Usun. 3-1. Der alte Torabstand ist wieder hergestellt. Und Mr. Zuverlässig. Der macht wirklich nach wie vor Lust und Laune. Wahnsinn. Bereitet viele Tore vor. Macht auch natürlich viele. Ist sehr, sehr präsent hier. Wartet im Rückraum. Genau so Spieler brauchst du, die einfach von alleine richtig positioniert sind. Und dann die Dinger einfach machen. Und ihr seht, es ist ja eigentlich so leicht. So einfach hier zu treffen. Ich glaube schon sein 5. Tor, ne? 5. Tor im 4. oder 5. Spiel von Usun. Der wird also auch am Ende der Saison seinen Marktwert locker um das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache steigern. Da bin ich sehr, sehr felsenfest von überzeugt, wenn er so weitermacht, und er wird so weitermachen. Genauso wie die ganze Mannschaft hier. Rega. Und wieder untriebig Adingra. Ekitike in der Mitte. Ja, schönes Ding. Oh ja, so ein Tor fehlt noch. So ein Tor muss ich auch nochmal irgendwann schießen. Scorpion-Kick von Ekitike. Wenn der reingeht, uiuiui. Oh lala. Aber gut, es klappt auch nicht alles. Das ist klar. Also wenn der reingeht, dann weißt du, das ist wirklich ein rundum perfektes Spiel. Oder Fallrückzieher oder was weiß ich. So, die nächste Chance ist gleich Halbzeit. Ekitike nochmal schön gemacht und wieder ähnlicher Winkel. Wie bei den anderen 3 Toren vorher auch. Also wir haben jedes Tor aus dem ähnlichen Winkel geschossen. Immer ein bisschen weiter oder näher hin zum Tor. Ja, erst war es Adingra fast von der Seite oder von der Torauslinie. Dann war es Usun. Ne, vorher Ekitike, Adingra. Oh Gott, wer waren denn jetzt die Torschützen? Bin ich doof? Bin ich doof, wer hat den Tor geschossen? Adingra zweimal. Okay, genau. Dann aus einer ähnlichen Position und dann Usun. Ja, und dann, wie gesagt, vom Winkel her immer ein bisschen weiter zum Tor hin. So. Und das ist auch ein ähnliches Spiel wie gegen Bremen. Die Bremer haben auch 10 Minuten lang gut gespielt. Union jetzt hier gerade auch. Sind dann zum Anschlusstreffer gekommen und seit dem 3-1 sind wir wieder spielbestimmt. Sehr, sehr dominant halt auch, ne? Das ist wirklich Wahnsinn bislang. Ekitike, Fofana läuft durch, dem würde ich auch mal was gönnen. Fofana, auch spitzer Winkel, Fofana! Aber der will noch nicht. Auch eine gute Position, den hätte er auch schön ins lange Eck, 1-2 Meter vorbei. Aber wieder Frühstart in die zweite Halbzeit rein. Ich muss aufpassen, dass mir die Superlative nicht hier irgendwann ausgehen oder dass wir das Ganze zu hoch loben, weil irgendwann wird auch die Phase mal wahrscheinlich kommen, wo wir nicht so gut spielen. Wo uns dann die Leichtigkeit fehlt, wo dann die Ergebnisse nicht so da sein werden. So, das ist jetzt erstmal die Prognose. Ob das dann auch so kommen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Von mir aus dürfen wir gerne bis zur Saisonende so weiterspielen. Hätte ich wirklich nichts gegen. Ekitike, Usun, natürlich wieder Usun, spitzer Winkel, Usun. Ohne Worte.
Dieser Typ ist einfach genial. Das spricht halt auch wieder für sich. Dieser Laufweg, den er macht und dann auch wieder, wie gegen Bremen, ganz entspannt. Wenig Kraft, viel platziert. Der Ball, der war sensationell. Und dann auch aus Spitzenwinkel schiebt er einfach hinten rein, als wäre es nichts. Den kannst du nachts um 3 Uhr wecken wahrscheinlich. Das macht er dir auch noch in 10 von 10 Versuchen rein. Das ist hammerhart, echt. Sehr, sehr schön. Also auch Usun mit seinem zweiten Tor heute. Da bin ich gespannt auf die Angebote, wenn die reinfliegen werden. 60, 70 Millionen mindestens, gehe ich mal von aus. Stand jetzt. Ist auch eine gewagte Floskel, gerade in Frankfurt. Achtung, Union. Das sind halt die Angriffsbemühungen von Union. Das ist gut für uns. Das zeigt, dass wir wirklich, wirklich eine sehr stabile Defensive haben. Nach vorne hin ist das bislang auch richtig gut. Ja, und das Beste daran ist, wir machen so weiter. Wir nehmen jetzt nicht den Fuß vom Gas. Das ist auch gar nicht mein Stil, ihr wisst das. Ich spiele einfach weiter. Ich will so viele Tore schießen, wie es geht. Und wir haben auch die Lücken. Wir haben die Chancen, weil der Gegner uns halt spielen lässt. Wieder Usun. Dann geht es halt mal über den Flügel. Dann muss oben Fofana durchlaufen. Dann kriegt er den schön hinterlaufen. Das sieht aus wie im Training. Wirklich, es sieht wie im Training aus. Fofana, Ekitike. Und hinten ist der andere. Da ist Yusuf Fofana. Und Union, die tun mir jetzt fast schon ein bisschen leid, ey. Die bekommen ja eine Pressingwelle nach der anderen ab. Es geht schon wieder nach vorne. Über die andere Seite, Ekitike. Das ist traumhaft gespielt. 4, 5 Mal direkt. Das ist sensationell. Der muss jetzt einfach nur noch reingehen. Ach, Mensch, brasilianisch hier. Echt 4, 5 Mal direkt. Zack, mit Hackespitze. 1, 2, 3. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht überheblich werde. Weil dann wird es irgendwann auch böse für den Gegner. So. Und dann wechseln wir. Wir haben jetzt auch wieder, klar, die Männer, die Leute, die wir reinbringen können. Hauge würde ich auch gerne reinbringen. Das hat ja mit ihm leider in echt auch nicht so gut funktioniert. 2 Versuche bei der Eintracht. Dann wurde er zwischenzeitlich nach Bodo Glimt verliehen. Dann wurde er jetzt verkauft nach Norwegen. Schade, hat nicht sollen sein. Obwohl er schon auch gute Anlagen hat, ein guter Spieler ist, aber für die Bundesliga vielleicht nicht. So, noch 20 Minuten. Also wenn Union nochmal ins Spiel reinkommen will, dann müssen sie jetzt. Wobei, die müssen eigentlich gar nicht. Achtung, nächste Chance. Santos. Die müssen eigentlich gar nicht mehr. Die können eigentlich so weiterspielen, wenn es nach mir geht. Oh, die Tribünen haben sich aber geleert. Das ist nicht mehr so voll wie noch vor Spielbeginn. Achtung, nächste Chance. Vorsicht, wieder spitzer Winkel. Ja, der ist im Aus. Der ist im Aus. Das kommt dann halt natürlich auch dazu. Wir haben momentan auch einen Spielplan erwischt, wo Gegner mit dabei waren, die halt jetzt uns noch nicht so gefordert haben. Möchte ich jetzt einfach mal vorsichtig sagen. Wir hatten Hoffenheim, wir hatten Bremen, wir haben jetzt Union. Gut, Wolfsburg zwischendurch war schon ein bisschen spannender. Kann man ja ruhig sagen. Die haben auch gut mitgespielt. Aber die Kracher, die kommen natürlich noch. Ne? Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Und wenn wir da auch so dominant spielen und auftreten, sind wir auf jeden Fall auch ein Kandidat für die Meisterschaft. Ich spreche es so ganz klar und deutlich aus. Dann sind wir wirklich ein Kandidat, um hier deutscher Meister zu werden. Aber bis dahin ist noch ganz, ganz viel zu spielen. Aber wir haben natürlich auch die Spieler, die auch von der Bank Leistung zeigen. Duru, Listesch, auch wenn der jetzt nicht reinging. Aber die Truppe ist einfach super. Es macht Spaß. Und Spaß ist die Hauptsache. Und wenn dann das Ergebnis noch stimmt, okay, dann macht es natürlich nochmal mehr Spaß. Aber den muss man sehen, den Spielspaß. Und der ist momentan da, weil der Gegner uns halt auch machen lässt. Nächste Chance, Listesch und Duru. Sehr schön. Und jetzt aber. Jetzt muss er sich belohnen. Hugo Duru. 5-1. Die nächste Gala. Ja, weil es uns zu einfach gemacht wird. Ne? Ganz klare Sache hier, die Verteidigung, die sich so nicht nennen darf. Da steht jeder, wo er will, nicht wo er soll. Und dann ist es wichtig, dass Duru auch trifft. Ja, dass wenn er von der Bank reinkommt, dass er auch seine Szenen hat, seine Aktionen, seine Tore macht. Und Ekitike macht das halt auch von Anfang an. Und die lasse ich irgendwann mal von alleine. Das möchte ich irgendwann mal ausprobieren. Im 4-2-2-2 mit Duru, mit Ekitike, mit Listesch, mit Can Usun. Das möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren. Jetzt kommen wir nochmal mit Hauge. Der darf natürlich auch gerne treffen.
Oder auch er hier, Listisch. Das hätte er sich auch verdient. Aber sei ihm noch nicht gegönnt. Vielleicht jetzt. Adingra. Oh, zu weit gezogen. Hauge ist da. Und Listisch und Brown und wieder geklärt. Wahnsinn. Also in der zweiten Halbzeit, das geht wirklich nur in eine Richtung. Das ist Pressing wie aus dem Lehrbuch. Wir machen es breit, auch mit dem 4-2-3-1. Das klappt sehr, sehr gut. Wir finden immer wieder die Lücken, weil auch die Verteidiger immer wieder mit nach vorne rücken. Listisch, Skiri, mal gucken, wie kann der schießen. Skiri, ja, den kannst du auch festhalten. Also das war jetzt gerade eine Parade für die Zuschauer wahrscheinlich. Einmal für den Schönheitswettbewerb, keine Ahnung. Ein Eckballtor fehlt noch. Auf Ansage vielleicht. Auge ist da, Auge. Auch der wird geblockt. Und dann ja, laufen jetzt die letzten Sekunden hier, die letzten Momente dieses Spiels. Wir werden auch das Spiel gewinnen. Bleiben also nach wie vor bei einer 100%-Quote in der Liga, was die Siege betrifft. Und das darf natürlich dann auch genau in der Champions League so weitergehen. Ich glaube, es müsste jetzt auch bald das nächste Spiel anstehen gegen Amsterdam. Ich glaube sogar nach dem Spiel heute gegen Union geht es unter der Woche wieder rein in die Champions League. Nach Amsterdam auch ein schönes Spiel. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Duru kann sich die Ecke aussuchen. Ja, auch den muss er machen, weiß er. Aber gut, bei dem Ergebnis ist das jetzt nicht mehr. Obwohl, warte mal. Ich sag noch nichts. Noch haben wir eine Chance. Noch haben wir eine Aktion. Skiri, das ist ja wirklich lächerlich. Das ist wirklich Verteidigung wie in der Kreisklasse. Also da geht auch niemand drauf. Die stehen alle rum. Die haben die besten Plätze. Und selbst Skiri, wenn Skiri schon mit links die Chance hat, hier zu treffen, dann weißt du, dass die Verteidigung halt nicht da ist. Aber vielleicht nochmal ein Eckballtor. Das fehlt uns noch in der Saison. Adingra, Robin Koch und da ist Koopmeiners. Schade. Nochmal mit dem letzten Versuch und dann ist das Spiel vorbei. Nach 94,5 Minuten 5:1. Die nächste Gala, nachdem wir ja schon in Bologna 5 Tore gemacht haben. Bleiben wir weiter oben dran. Die Mannschaft ist momentan das Maß aller Dinge. Es läuft gut. Wir holen die nötigen Punkte. 15 an der Zahl. Und unsere Serie scheint kein Ende zu nehmen. Und die Dominanz, die zeigte sich auch. 22 Schüsse hatten wir. Das war mit das beste Spiel. Und ja, jetzt geht's in der Champions League weiter. Ajax Amsterdam, die sind 27. Aber es gab auch erst ein Spiel. Von daher wird das aber nicht viel einfacher. Weil Amsterdam, kann ich mir vorstellen, die haben auch eine gute Truppe. Gucken wir auch da mal rein, was die so für Spieler haben. Wie die so gespielt haben, die letzten Spiele. Ja, 3 Siege, 2 Niederlagen. Weghorst vorne, Berghuis, Traoré, schnelle Flügel. Flitze auf jeden Fall, Medic, Kachi Avia. Von den Namen her sagen die mir natürlich was. Ganz klar, Sosa auf der Bank. Forbes hatten wir auch mal. Ich glaube bei Saarbrücken damals. Kann das sein? Oder bei Bremen? Ich glaube Saarbrücken-Karriere war das. Ja, auch ein 4-3-3. Ja, aber halten. Also mit einem 6er, 2 Achtern. Bologna hatte ein flaches Dreier-Mittelfeld. Ja, ich freue mich. Also Amsterdam. Ich hoffe, die haben ja echtes Stadion. Ich glaube, die haben ja echtes Stadion. Und von daher geht das dann hoffentlich so weiter. Wobei Amsterdam, könnte ich mir vorstellen, wird natürlich ein bisschen schwerer als Bologna und auch Union und auch Bremen. Aber wir lassen uns überraschen. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Dann geht's weiter. Zweites Spiel in der Champions League. Macht's gut. Ciao, ciao.